Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem es um verschiedene Dichtungsmaterialien gehen soll. Falls ihr selber ein Boot habt, dann musstet ihr vielleicht auch schon mal was abdichten und habt dafür vermutlich Sikaflex, Panthera oder ein ähnliches Produkt benutzt. Und in vielen Situationen ist das auch genau das Richtige, aber es gibt eben auch Situationen, da gibt es was Besseres, und zwar Butyl. Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Ich werde euch zeigen, was die Vorzüge von Butyl sind, wie man es korrekt anwendet und was die Situationen sind, wo Butyl eben nicht so geeignet ist. Also ich würde sagen, legen wir gleich los. In den vergangenen Videos habe ich schon einige Male Butyl verwendet und dann immer angekündigt, dass irgendwann mal ein Video zu dem Thema kommt. Und jetzt haben einige Leute gefragt, ja, wann kommt denn endlich das Video? Also hier ist es. Was sind also die Vorteile von Butyl und warum verwende ich Butyl lieber als Sikaflex? Zum Ersten, es ist total einfach anzuwenden. Man kann es ist so ein bisschen wie Kaugummi, man kann es in Würstchen formen, in Kugeln, was auch immer, je nach Form von dem Gegenstand, den man befestigen möchte. Zweitens, es ist ganz einfach, die Baustelle sauber zu halten. Wer schon mal mit Sikaflex gearbeitet hat, der weiß, wovon ich rede, wenn ich sage, dass es einfach eine riesige Schweinerei ist. Alles ist vollgesaut, man hat nachher noch irgendwie Stress, möglichst schnell zu arbeiten, weil es gleich aushärtet. Mit Butyl ist es ganz anders. Es ist eine wirklich saubere Sache und dadurch, dass es nicht härtet, hat man alle Zeit der Welt. Drittens, es dichtet langfristig und zuverlässig ab. Ihr kennt das vielleicht von Sikaflex und Co. Wenn das altert, wird es spröde, es schrumpft mit dem Aushärten und ist dann nach ein paar Jahren oder auch schon nur nach ein paar Monaten nicht mehr dicht. Bei Butyl ist das ganz anders. Dadurch, dass es eben nicht aushärtet, bleibt es jahrelang flexibel und weich und dichtet wirklich zuverlässig ab. Viertens, es ist wirklich wasserdicht. Tests haben gezeigt, dass die Wasserdampfdurchlässigkeit von Butyl 60 mal niedriger ist als die von MS-Polymerstoffen, also zum Beispiel von Panthera, und 40 mal niedriger als von PU-Dichtstoffen, also zum Beispiel von Sikaflex. Fünftens, es ist leicht zu entfernen. Ich wiederhole nochmal, es bleibt weich, auch über Jahre und härtet nicht aus und dadurch kann man es auch nach Jahren oder sogar Jahrzehnten leicht entfernen. Wenn man also zum Beispiel am Deck mal was ersetzen muss, dann verbringt man nicht noch tagelang damit, das alte Silikon irgendwie runterzukratzen. Sechstens, es ist günstig. Eine Rolle wie diese hier kostet etwa 7 €. Und damit kann man wahrscheinlich das ganze Deck abdichten. Und siebtens, es hält ewig. Eine Tube Sikaflex trocknet irgendwann aus. Bei Butyl ist das anders. Das kann man wirklich jahrelang irgendwo unten in der Bilge behalten. Klingt alles zu schön, um wahr zu sein, oder? Natürlich gibt es, wie sonst im Leben auch, bei Butyl Limits. Wofür kann man also Butyl nicht verwenden? Ein Fall ist sicherlich, wenn es irgendwo einen Spalt zu füllen gibt. Denn Butyl ist kein Füllstoff. Das ist also auch zum Beispiel der Grund, warum ich die Fenster im Rumpf nicht mit Butyl eingebaut habe, sondern mit Sikaflex 295 UV. Zweitens, es klebt nicht. Das heißt, wenn man irgendwas einkleben will, also zum Beispiel ein Acrylglas in den Rumpf, dann ist Butyl nicht das Richtige. In so einem Fall müsste man das Sikaflex 295 UV verwenden, weil das eine Dicht- und Klebemasse ist. In so einem Fall wäre übrigens das Sikaflex 291i nicht das Richtige, weil das nämlich Acrylglas angreift. Drittens, Butyl verträgt Treibstoff nicht gut. Das heißt, nicht in der Nähe von Benzin oder Diesel verbauen, zum Beispiel beim Einfüllstutzen oder der Entlüftung vom Tank. Das bedeutet aber auch, dass Butyl ganz einfach zu entfernen ist mit Treibstoff, Benzin oder Terpentinersatz. Viertens, es ist nicht geeignet für unter der Wasserlinie. Salzwasser greift nämlich Butyl an. Das sagt man und liest man zumindest. Ich weiß nicht, ob es wirklich schon mal jemand ausprobiert hat. Es würde mich auch eigentlich mal interessieren, ob das nur ein Mythos ist. Aber es hat mich dann doch nicht genug interessiert, um es tatsächlich auszuprobieren und ich habe deshalb meine Borddurchlässe mit Panthera eingebaut. So, nun aber genug Theorie, jetzt lasst uns mal anfangen. Angenommen, wir wollen an Deck irgendwas montieren, zum Beispiel eine Klampe oder so. Sagen wir mal, das hier ist die Klampe.
Bevor es überhaupt ans Abdichten gehen kann, müssen wir das Deck ansenken. Und zwar ist es so, dass Gelcoat extrem brüchig ist und wenn man also eine Schraube reinsetzt und die bewegt sich auch nur minim, dann kann es sein, dass es am Gelcoat Haarrisse gibt um die Schrauben herum. Das habt ihr sicher auch schon gesehen, Relingsstützen etc. Und um das zu vermeiden, kann man die Löcher leicht ansenken. Ich mache das dann gleich vor. Und ein netter Nebeneffekt ist eben auch, dass dann durch das angesenkte Loch, was dann eben wirklich ein bisschen so eine Form hat, das Dichtmaterial, das Butyl, sich richtig schön da reinfressen kann und wirklich alle Schlitze schön ausfüllen kann. Nach dem Ansenken mit dem Kegelsenker kann es also losgehen. Eigentlich würde man das Deck jetzt mit Aceton entfetten, aber das mache ich auf Acrylglas nicht, weil sonst wird es blind. Stellt euch den Schritt einfach vor. Als nächstes nimmt man ein bisschen Butyl und legt das so um das Schraubenloch drum. Ähnlich wie ein O-Ring. Als nächstes umwickle ich die Schraubenköpfe mit Butyl. Dann stecke ich sie durch die Klampe. Und auf der Unterseite von der Klampe wird wiederum Butyl um die Schraube gewickelt. Die Basis der Klampe, die auf dem Deck montiert wird, wird jetzt auch noch komplett mit Butyl ausgekleidet. Ich muss jetzt das Deck umdrehen, damit ihr von der Unterseite, also quasi vom Schiffsinneren drauf guckt, weil das ist definitiv die spannendere Seite. Also jetzt kommt die Klampe so da rein, vielleicht. Gut. Und jetzt würde man normalerweise auf der Innenseite eine dicke, große Gegenplatte haben, damit schön die Kraft auf dem Deck verteilt wird und es eben keine Risse gibt. Jetzt in dem Fall, damit ihr das alles gut sehen könnt, mache ich das nicht. Ich nehme jetzt einfach ein paar Unterlegscheiben und eine Mutter. Also wichtig ist, dass die Schraube nicht mitdreht, sondern dass man die festhält. Das macht man am besten zu zweit. Einfach damit, wenn man jetzt die Schraube drehen würde, dann könnte es sein, dass sich das Butyl eben auch so verdreht und sich dann aus dem Gewinde wieder rausdreht. Das wollen wir natürlich nicht. So, und wie man sehen kann, um die zwei Schrauben herum ist das Butyl, hat sich schon recht gut verteilt. Aber jetzt ist es wichtig, dass man eben nicht Vollgas sofort alles anzieht, sondern dass man dem Butyl Zeit gibt. Es ist ja recht dickflüssig, wobei flüssig ist eigentlich schon das falsche Wort, aber es ist recht dick und es braucht einfach Zeit, um sich an die neue Umgebung zu gewöhnen und sich langsam so zu verteilen. Das heißt, eigentlich zieht man das jetzt stückweise für die nächsten 2 bis 3 Tage 1- oder 2-mal am Tag an.
Einfach immer eine halbe Umdrehung oder so und dann merkt man, das Butyl quillt immer weiter raus. Also ich will jetzt nicht viel mehr anziehen, sonst springt das Plexiglas. Das wäre natürlich mit einem Deck hoffentlich anders. Deshalb ist jetzt da nicht ganz alles mit Butyl ausgefüllt und auch am Rand. Aber das wäre mal so die grundsätzliche Idee. Nun zum Entfernen vom überschüssigen Butyl. Je mehr man die Schrauben anzieht, desto mehr Butyl quillt raus. Also im Moment ist es wirklich nur bei den Schraubenköpfen, aber dann irgendwann kommt es auch raus entlang von der Klampe. Und das kann man ganz leicht entfernen, indem man einfach ein größeres Stück Butyl nimmt und daraus irgendwie so eine Kugel oder so ein Bällchen formt und dann damit so da drauf tippt und das wirklich einfach so bleibt dann an der Kugel hängen und schon hat man es sauber gemacht. Und diese Überreste, die kann man natürlich dann auch wieder verwerten. Also man hat wirklich sehr wenig Abfallprodukt, weil wirklich all das, was irgendwo rausquillt, kann man wieder sammeln, verpacken und beim nächsten Mal verwenden. So, also das sieht ja schon mal gar nicht schlecht aus. Ich würde es jetzt mal so lassen und dann morgen noch mal ein Stück anziehen und übermorgen noch mal ein Stück anziehen und dann quillt immer wieder ein bisschen mehr raus. Und es gibt Luftbläschen, die laut knallen. Und dann kann man immer wieder mit dem Stück Butyl dran gehen und die überstehenden Sachen entfernen. Das ist zum Beispiel auch so, dass wenn es jetzt sehr warm wird, also im Sommer oder so, dann kann es sein, dass auch aus eigentlich alten Konstruktionen wieder ein bisschen Butyl rauskommt, weil wenn es warm wird, wird es halt flüssiger und dann läuft es raus. Das ist so, ja, sag mal, einer der wenigen Nachteile am Butyl, aber ich finde, man kann damit leben. Und noch ein kleiner Tipp. Falls ihr an Deck irgendwelche Löcher habt von irgendwelchen alten Gerätschaften und ihr habt keine Lust, da jetzt ein riesiges Gecko-Projekt zum Füllen der Löcher zu starten, dann könnt ihr einfach eine Schraube nehmen, Butyl drum wickeln, ins Loch stopfen, Loch vorher ansenken natürlich, von unten eine Mutter dagegen und zack ist das Loch zu. Ist vielleicht nicht die schönste Variante, aber definitiv die schnellste. Ich hoffe, ich habe euch jetzt alles gesagt, was es zum Thema Butyl zu sagen gibt. Falls ich was vergessen habe oder ihr eine Frage habt, dann könnt ihr mir einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Es ist leicht zu entfernen. Ich verhaspel mich immer. Oh nein, jetzt ist es vollgespuckt. Butyl greift nämlich, nee, andersrum. Du musst mich nicht filmen, während ich hier meinen Zettel lese. Also was soll ich jetzt? Moment. Jetzt mache ich erstmal... Mann! Ja, wenigstens etwas kann diese Frau. Und es ist Putzen. Wofür sie geboren wurde.